Hallo zusammen, hier ist Dillspitzen mit dem versprochenen Video für selbstgemachte Köttbullar. Diese werden in Schwedischen übrigens eher wie Köttbullar ausgesprochen. Ich bleibe hier aber bei der bekannten deutschen Aussprache. Bevor ich mit dem eigentlichen Teig der Hackbällchen beginne, muss ich noch ein paar Zutaten vorbereiten. Zuallererst male ich, wieder in meiner Gewürzmühle, kernige Haferflocken zu Hafermehl. Wer blütenzarte Haferflocken hat, kann diese einfach direkt verwenden. Ich finde nur, dass das Hafermehl eine saftigere Konsistenz gibt. Als grobe Mengenrichtlinie empfehle ich etwa 60 Gramm Haferflocken pro 500 Gramm Hackfleisch. Ich bereite heute eine größere Menge zu und friere Köttbullar ein. 60 Gramm sind auch etwa ein halbes Cup für alle Freunde der Volumenmaßeinheiten. Ich brauche für meine Zubereitungsmenge heute etwa 160 Gramm. Nun male ich die Haferflocken zu Hafermehl. Hierzu reichen bei meiner Maschine 8 Pulse. Das Hafermehl muss nun mit warmer Milch zum Quellen gebracht werden. Für die 60 Gramm Hafermehl wären das 125 Milliliter. Ich messe mir meine benötigte Menge ab und erwärme diese für kurze Zeit in der Mikrowelle. Das Hafermehl gebe ich zusammen mit der erwärmten Milch in eine Schüssel und rühre kräftig um. Durch die im Hafer enthaltenen Schleimstoffe dickt diese Mischung schon nach kurzer Zeit erheblich an. Ich rühre hier gerade mit einem Teigschaber, ein Schneebesen würde zumindest am Anfang aber auch funktionieren. 10 minutes later. Lecker, lecker Haferschleim. Pro 500 Gramm Hack benötige ich 75 Gramm fein gehackte Zwiebeln. Das entspricht ungefähr einer größeren gelben Zwiebel, wenn diese nicht ganz so winzig sind wie meine. Die bereits geschälten und halbierten Zwiebeln schneide ich nun nochmal in Viertel. Hierzu kommt noch eine Knoblauchzehe. Die Zwiebeln sind diesmal sehr scharf. Um mir unnötige Tränen zu ersparen, werde ich ebenfalls die Gewürzmühle verwenden, um die Zwiebeln zu zerhacken. Eins, zwei, drei, vier Pulse. Hier mache ich jetzt eine kleine Pfanne warm, Stufe 11 von 14, und gebe etwas neutrales Öl hinzu. In diesem brate ich die Zwiebeln nun so lange, bis der Großteil der Flüssigkeit verdampft ist und die Zwiebeln glasig und gelb sind. Ihr seht das hier im Zeitraffer, aber insgesamt hat das etwa 10 bis 12 Minuten gedauert. Ah, und an dieser Stelle hat sich meine 12 Jahre alte Sony Cybershot-Kamera ins Jenseits verabschiedet. Rest in Peace, Sony. Die nächsten Clips sind leider etwas wackelig, da mit dem Handy gefilmt. Das Handystativ ist aber bereits bestellt. Nun zur Zubereitung der eigentlichen Hackmasse. Mengen, siehe Rezept. Die abgekühlten Zwiebeln, Salz, Pichel-Alkrida Gewürzmischung und Zwiebelpulver. Dann die vorbereitete Hafermasse und Eier. In meiner großen Schüssel befinden sich 1300 Gramm Hack im Verhältnis 2:1 Rind zu Schwein. Nun alle Zutaten in die Schüssel geben und gut vermengen. Ich nehme hierzu gerne den schwedischen Schneebesen, da dieser mit allen schweren Teigen kurzen Prozess macht. Ich habe den Schneebesen vorher immer nur für Brotteige verwendet, aber für Hackfleisch funktioniert es auch super. Das hier hat unter 2 Minuten gedauert. Dann mit Folie abdecken und für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Nun forme ich die Köttbullar. Zum Portionieren der Kugeln nehme ich gerne einen Edelstahl-Eisportionierer. Wenn ihr noch keine von den Dingern habt, kauft euch ein paar in verschiedenen Größen. Die sind echt super praktisch. Hier habe ich zwei davon, einen mit etwa 5 Zentimeter Durchmesser und der andere mit etwa 4 Zentimeter Durchmesser. Da Hackfleisch beim Garen gerne schrumpft und ich meine Köttbullar gerne ein bisschen größer habe, nehme ich den mit 5 Zentimeter. Hier sind meine vorportionierten Köttbullar. Bevor ich diese gare, rolle ich sie mit leicht feuchten Händen nochmal rund. Da der Teig sehr weich ist, lohnt es sich nicht, dies direkt zu machen, die Köttbullar verformen sich wieder. Aus 500 Gramm Hackfleisch solltet ihr übrigens etwa 16 Köttbullar erhalten. Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt, dem Garvorgang. Da ich sehr experimentierfreudig bin, überlege ich mir gerne Methoden, um mir das Leben zu erleichtern. Für Köttbullar ist dies die Rückwärtsgarmethode.
Das heißt, ich gare die Fleischbällchen erst bei niedriger Temperatur komplett durch und brate sie dann zu einem späteren Zeitpunkt an. So kann man die Fleischbällchen super vorbereiten, zum Beispiel für eine Party, oder, was mir persönlich viel wichtiger ist, fertig gegart einfrieren. Wie ihr seht, habe ich mir hier als effiziente Garmethode die Heißluftfritteuse ausgesucht. Ihr könnt es aber gerne auch im Backofen machen. Ich stelle meine Heißluftfritteuse auf 150 Grad ein. Bei Fritteusen, die etwas heißer laufen, reichen auch 140 Grad. Eine Ladung Köttbullar dauerte bei mir etwa 16 Minuten. Hier seht ihr, wie ich die Hackbällchen nach etwa der Hälfte der Zeit wende. Kontrolliere zudem zwischendurch die Kerntemperatur mit meinem Instant Read Thermometer. Ab einer Kerntemperatur von 72 Grad Celsius sind die Köttbullar durchgegart. Ich koche gerne größere Mengen eines Gerichts und friere diese dann portionsweise ein. Dies funktioniert bei Köttbullar auch super. Einfach die durchgegarten, aber nicht gebräunten Hackbällchen kalt werden lassen, dann in Vakuumbeutel packen, vakuumieren und einfrieren. Wenn euch dann die Lust auf Köttbullar packt, einfach am Abend vorher vom Tiefkühlfach in den Kühlschrank legen, am nächsten Tag dann die Folie aufschneiden und direkt in Öl oder Butterschmalz anbraten. Hm, fehlt eigentlich nur noch die Rahmsoße dazu. Von der Zubereitung der Rahmsoße selbst habe ich leider wenig Footage, da ich dafür definitiv beide Hände brauchte. Hier seht ihr zumindest, wie ich die Zwiebeln, die Basis der Rahmsoße, schön dunkel anbrate. Wenn ihr ein Videorezept für Rahmsoße haben möchtet, schreibt es mir doch in die Kommentare. Zwiebeln schön dunkel angebraten, mit Wein und Brühe abgelöscht, reduzieren hier gerade ein. Und die Köttbullar brutzeln vor sich hin. Hier nur noch ein paar Fotos vom fertigen Gericht. Zu den Köttbullar gab es Kartoffelbrei und Wirsing in Meerrettich-Bechamel. Super lecker! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Danke und ciao!